Ja, grüß Gott. Guten Morgen aus mittlerweile Vermont. Vermont. Hat das irgendeinen französischen Hintergrund? Vermont. 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 Halt deinen Mund. Nein, Blödsinn. Ja, guten Morgen. Wie gesagt, heute ist Freitag, der 26. Juli, wenn ich schon erwähnt. Die Nacht war Zucker. Ich bin trocken geblieben. Hab gut geschlafen. 4:30 Uhr morgens musste ich mir die Oropax noch mal reinhauen, weil die um 4:30 schon wieder angefangen haben. Mein Lieblingsvogel, der Whippoorwill. So früh? Ist halt ein Nachtvogel. Nicht so ein Schlafmütze wie ich. Alter, ist der Rucksack schwer heute. Das stimmt allerdings wirklich. Der Rucksack ist echt schwer. Ich habe die letzten Tage echt einen easy peasy Rucksack dabei. Ja. Jetzt wieder für 3 Tage Essen. Für das Manchester-Zeug da. Ja, wie gesagt, 50 Meilen noch. Ich weiß nicht, wo ich heute hinlaufen möchte und wie weit ich heute gehe, muss ich sagen. Weil meine Füße fühlen sich ein bisschen matschig an. Gott sei Dank konnte ich sie gestern noch ein bisschen waschen. Also das war so Gold wert. Einfach reingehalten und auch ohne großartig Seife die Füße ein bisschen gewaschen. Das war sowas von wertvoll. Ja, müsste eigentlich komplett machen. Ich bräuchte mal ein größeres Becken, nicht so ein Rinnsal, sondern das mal 10 und dann mal richtig schön rein da. Aber ja, vielleicht findet sich ja heute im Laufe des Tages was. Es ist nunmehr doch schon 8:30. Also bin ich jetzt auch fast 1,5 Stunden auf dem Trail. Deswegen gönne ich mir jetzt einen Riegel, trinke was, fülle mein Wasser wieder auf und dann geht's weiter. Könnte durchaus sein, dass es heute eher ein kürzerer Tag wird. Vielleicht 10, 15 Meilen vielleicht. Um einfach ein bisschen zu schonen. Ich habe gestern 20,3 gemacht, den Tag davor 19 und den Tag davor 17. Und da kann man sich schon mal wieder ein bisschen smooth leisten. Morgen dann wieder schön voll Power, je nachdem. Aber ich glaube, heute wird es eher wieder ein bisschen ruhiger. Ja, ich esse jetzt hier schnell ein Riegelchen. Der ist bestimmt jetzt 2 Kilo schwerer oder 1,5 Kilo schwerer jetzt als gestern. Merkst du sofort, ey. Geht direkt auf die Schultern. Das ist das Einzige, woran sich dein Körper nicht dran gewöhnt. Also nach meiner Erfahrung nach, das ist das Rucksackgewicht. Weil mal hast du ein bisschen weniger drauf, mal hast du wieder ein bisschen mehr drauf und so. Also eine Konstante hast du nie irgendwie, dass sich die Muskulatur mal wirklich dran gewöhnt oder was. Dementsprechend ist das schwierig, ne? Immer schön dehnen, massieren und so und dann klappt das schon. Aber jetzt erstmal ein kleines Päuschen, ne? Alles klar. Wie sich der Tag entwickelt, das sehen wir, wenn es soweit ist. Ach je. Also der heutige Tag, beziehungsweise der erste Abschnitt des heutigen Tages, der besteht zum einen aus Steine hüpfen, über Wurzeln klettern und Schlammlöcher ausweichen. Das ist heute wieder wie so in so einem Videospiel. Vorankommen ist 0. Das sieht nämlich die ganze Zeit aus wie hier. Sieht man das? Das ist alles hier. Geil. Alles voll mit Scheiße hier. Mein Gott, ey. Wäre schon ein paar Mal richtig schön versunken. Also hier keine nassen Füße zu bekommen, ist schon eine Herausforderung auf jeden Fall. Ja, Herausforderung angenommen. Challenge accepted. Ja, ich muss jetzt irgendwie hier rüberkommen. Ja, ich glaube, rechtsrum ist die beste Variante. Und es geht die ganze Zeit nur durch den Korridor durch. Ich habe wieder keine Ahnung, wo ich bin. Du siehst nichts, weil du bist wieder in einem grünen Tunnel gefangen hier. Ja, mal sehen, ob irgendwann mal eine Aussicht kommt oder irgend sowas in der Richtung. Aber ein Shelter müsste irgendwann kommen. Es ist 10:30. Natürlich hoffen wir, den wieder bis zur Mittagsstunde zu erreichen, um dort schön zu schlemmen. Ja, und dann schmeißen wir uns mal hier schön in den Dreck, würde ich sagen. Ne? Alles klar, Attacke, Freunde.
Ach so, Mahlzeit. Es schlägt 1 Uhr, ja. Ich habe mich jetzt einfach mal mitten in den Weg gesetzt, an hier so einem kleinen Rinnsal, weil ich unbedingt Wasser brauchte. Da habe ich mir gedacht, komm, machst gleich Mittag, hast du das auch weg. Außerdem ist Zeit dafür. Der erste Shelter, den wir erreicht haben um 11 Uhr, wo ich ursprünglich Mittag machen wollte, war kein Wasser am Start und ja, war nicht so gemütlich und bin ich direkt gleich weitergelaufen. Und jetzt bin ich seit 11 Meilen auf dem Trail. Ich habe mich, wie gesagt, jetzt hier breit gemacht, habe meinen Thunfisch gegessen und bin gerade noch am Nudeln mampfen. Ja. Mal sehen. Auch schon ganz schön Höhenmeter gemacht heute wieder. Ja. Freunde, wir essen jetzt in Ruhe auf und dann machen wir Wasser fertig noch und dann geht's weiter und dann würde ich sagen, weil es so wirklich noch früh am Tage ist, also der nächste Shelter wird es wohl nicht werden, weil ich glaube, da wird der übernächste. Und das sind dann so 18, 19 Meilen oder sowas. Also von hier weg noch 7, 8 Meilen. Kein Problem. Normally. Ne? Bin ja eh überrascht, dass ich schon 11 Meilen jetzt habe. Ich bin seit, wann bin ich los, habe ich gesagt? 6:30? 6:30, 7, something like that. Alles klar. Also, ich lasse es mir schmecken. Sehen wir uns später. Macht's gut. Ciao. Alter! Was war das bitte für ein Abstieg? Was war das für ein Abstieg? Ich bin tot. Ich habe jetzt bestimmt 1,5 Stunden den Abstieg gemacht heute. Leck mich am Arsch. Guter Shelter, da will ich nicht hin. Da ist ein anderer Shelter, den ich erreichen will. Warum steht der dann nicht mit drauf? Ja, erstmal ein kleines Päuschen. Wir hatten noch 1,5 Liter Wasser dabei. Alter, Max. So, gibt es ein kleines Plätzchen für mich? Ja, hier. Boah, ich will bergauf laufen. Ich will einfach nur bergauf laufen. Das war schon echt grenzwertig schon wieder hier. So, ich jammer später weiter. Mein Gott, ja. Nice. Was für ein geiler Aufstieg gerade. Richtig Zucker. Aber ich bin den Berg jetzt hochgeprügelt wie ein Bekloppter, wie ein abgestochenes Schwein. Ich glaube, ich habe jetzt für die 400 Höhenmeter, weiß ich nicht, 1/2 Stunde gebraucht oder sowas. Also durchgeballert. Das war so geil. Das war so geil. Ich liebe das einfach, meinen kleinen Körper so ein bisschen zu schinden. Ja, mit Liegeflächen für Zelt. Sieht es hier oben nicht so geil aus. Hier ist auch kein Schwein, Gott sei Dank. Ich habe jetzt 2 Leute überholt auf dem Weg hier hoch. Wir haben einfach nur blöd angeguckt. Ist ja nicht ganz dicht oder was? Ne, das war jetzt notwendig. Das einfach nur als Ausgleich zu dem Abstieg letztens, ein paar Minuten zuvor. Was ist da? Oh, ist da ein Privi umgefallen? Von da unten bin ich gekommen. Wäre hier was? Das ist halt auch so eine Arschloch-Liegefläche wieder. Hier, ja. Das ist auch wieder auf dem Präsentierteller. Guck mal nochmal da unten. Mir wurscht heute, wenn ich ein bisschen schief liege oder nicht. Das nehme ich heute in Kauf. So, was ist hier? Ja, es ist halt alles Stein und Geröll und was weiß ich. Na. Nicht so wirklich geil. Das muss ich leider sagen. Ja.
Und hinterm Shelter, ja, ich glaube da vorne ist schon das Beste. Komm, egal das jetzt. Siehst drei Zeltplätze hier oben, die habe ich jetzt abgeklappert. Alle 3 sind nur der eine, der ist halb scheiße. Nämlich den, der halb beschissen ist, oder? Den hier. Komm, wurscht. Hier kommt doch eh keiner mehr hoch. Hier ist sogar eine Wäscheleine. Hier, guck mal her. Tipptopp, Alter. Oh, ich bin durch. Wir waren jetzt 19 Meilen. 18,8 um genau zu sein. Halb 5. Oh, yes. Ja, hier so ein bisschen da die Matratze hingelegt und den Rest irgendwie improvisiert drauf ohne Mist. Und ich habe das Gefühl, da sind gar nicht mehr so viel Mücken. Finde ich gut. Dann machen wir jetzt das obligatorische Gedöns. Zelt aufbauen, Wasser holen und was essen. Verhungern. Melville Nauheim Shelter 1978. Aha. Ah, das mit dem Privy muss ich mir nochmal angucken. Das liegt ja auf der Seite. Was soll ich denn morgen? Gut, ich mache halt wieder meinen Buschwurf, ne? Aber okay. Wird schon seinen Grund haben. Hoffentlich waren das irgendwelche Idioten, irgendwelche Vandalen oder was. Naja, okay, all klar. Zelt aufbauen. So, Freunde des gepflegten Wanderns. Gepflegt ist ein gutes Stichwort. Ich habe Haare gewaschen. Ich habe Füße gewaschen und auch sonst noch so ein bisschen was am Körper dran ist. Durch eine Katzenwäsche gemacht, aber das war sowas von wert. Heute mit so einem halbwegs sauberen Gefühl, ein Schlafsack, das ist schon viel wert. Ich sage, die kleinen Dinge machen den Trail hier richtig sexy, Alter. Ja, und ansonsten eine Wäsche gemacht, na klar. Die Socken ein bisschen ausgewrungen, das T-Shirt auch. Das, mein Gott, stinkt halt wie Sau, ne? Egal, ja. Und das ist der einzige Campspot, der einigermaßen flach ist. Ich habe noch nicht Probe gelegen, aber das Zelt steht schon, also von dem her wird das schon passen, die Nacht hier. Ja, ich habe jetzt auch schon gekocht, das zieht gerade durch, mein guter Knorreis, der Spanish Rice. Ja, der kann jetzt in Ruhe durchziehen. Dann kann ich in einer halben Stunde sowas gemütlich essen. Ich hatte vorher schon mal Gesellschaft, mein russischer Freund, ihr erinnert euch. Der Kollege hat sich eine schöne Glatze schneiden lassen. Ja, praktischste Frisur hier draußen ever, ne? Ganz klar. Der hat sich hier oben auch umgeschaut, hat aber leider nichts gefunden. Hat sich wieder verabschiedet. Ich saß unten, habe mich gerade gewaschen. Ja, jetzt ist noch ein älterer hergekommen. In etwas gehobenen Alters, hat sich den Berg hochgeprügelt. Der war schon echt hart. Der war schon zornig, der Berg. Aber ich fand ihn geil. Und was ich jetzt noch gucken will, ist, was mit dem Haus nicht richtig ist. Also so horizontal das Geschäft erledigt habe ich noch nicht gemacht. Ne? Wäre mal eine neue Erfahrung. Aber ich glaube, das klappt mit der Schwerkraft nicht so richtig, wa? Oh ja, da seht ihr das. Hier. Ja. Den ganzen Tag bin ich diesen Schlammlöchern ausgewichen. Wo man sich immer fragt, woher kommt denn das ganze Wasser, ne? Ja, da lichtet. Wo ich mich frage, was soll denn das? Wo hier eigentlich auch noch ein schöner Campspot wäre, ne? Der ist ja richtig schön flach. Und daneben liegt halt das Privy. Oder es war mal eins. Ja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich will auch gar nicht reingucken, es sind bestimmt 1000 Schlangen drin. Ja, was ist hier passiert? Entweder haben die das hier fortgeschafft oder was? Hallo? Komm, wir gucken mal rein da. Ist jemand drin? Nicht wirklich. Plastikflaschen reingeschmissen. Ja, Privy das war es mal mit dem Privy. Ja. Ach, das ist ein neues? Ach, guck mal einer an. Und was für ein schickes Teil. Wo führt denn da der Weg lang? Komme ich hier durch? Hier, da. Aber das haben die einfach nur ausgetauscht. Das andere war wohl nicht mehr gut genug. Aber ich gehe jetzt mal lang. Muss ja morgen sowieso, morgen früh. Ah, da geht der Weg. Guck mal hier. Das ist ja brand new. Mit Steg hier sogar. Guck mal an. Da war der Schreiner auch mit am Start hier. So.
Nicht schlecht, ne? Aber da sind die schon dahinter hier. Hier müsste jetzt Rindenmulch drin sein, oder was? Ne, was ist denn das? Nischt. Normalerweise packen die hier mal Rindenmulch rein und dann, wenn du dann Geschäft gemacht hast, schmeißt du eine Handvoll drauf und dann ist gut. Was ist das hier? Ich will es gar nicht wissen. Hier hat bestimmt wieder irgend so ein Arschloch sein Zeug einfach entsorgt, weil da liegen nämlich auch Müll drin. Ich hasse solche Menschen, abgrundtief, ne? Die Leute geben sich Mühe und die schmeißen einfach ihren Dreck hier rein. Wenn ich ihn einmal erwischen sollte, ne? Dann ist er aber Polen aufgenommen. Jetzt kriege ich das Scheißhaus nicht mehr zu. Warte mal. Komm her. Hier. So, Entschuldigung, Kamera. So, naja, alles klar. Wissen wir Bescheid, sag mal. Auf ein neues Töpfchen morgen gehen. Klasse. Ja, für mich ist Schluss. Wie gesagt, ich nasche jetzt noch meinen Reis. Dann lege ich mich in mein Zelt, mach die Augen zu. Lass den Tag mal Revue passieren. Da war für den Russen nichts dabei. Ja gut, hier will ich mich aber auch nicht hinlegen. Und dann, ja, schmieden wir ein paar Plänchen für morgen, was wir morgen so machen. Direkt gleich mal gucken, ob ich irgendeinen Empfang habe. Und ja, ich werde zusehen, dass ich mir da eine Unterkunft organisiere, eine halbwegs preiswerte. Ja, genau. In dem Sinne sehen wir uns morgen in alter Frische. Und bis dahin, macht's gut. Ja, einen wunderschönen guten Morgen an der Stelle mal wieder. Heute ist Samstag. Um 7 Uhr bin ich aufgestanden. Gemütlich mein Zeug gemacht. Und gefrühstückt. Jetzt bin ich wieder auf der Spur. Der ältere Herr, der gestern noch bei mir war, hat ja im Shelter geschlafen. Und das Shelter war so 2-3 Meter von meinem Zelt entfernt. Und irgendwie bin ich der Meinung, dass dieser ältere Herr leichte geistige Probleme hatte irgendwie. Also Menschenskinder. Der hat ja gestern die ganze Zeit noch gesungen. Also nicht gesungen, eher so eine Mischung aus Singen und Summen. Aber immer die gleiche Tonart. Und das ging gestern Stunden so. Geschnarcht hat er noch. Selbstgespräch hat er geführt. Dann hat man gemeint, er telefoniert. Den hast du rumlaufen sehen, hat aber gar kein Telefon in der Hand gehabt. Und ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, der war etwas verwirrt. Der gute Mann, ich habe mir dann nur meinen Teil gedacht. Dann fragt er mich heute Morgen, ob er mich geweckt hat mit seinem Singen und so. Dann sage ich, ja, guter Mann, du weißt ja, dass du nicht alleine bist hier, also liegt das an dir, wie du dich hier verhältst. Und er hat sich gleich entschuldigt und ja, ach, mein Gott, ich bin auch nicht so, aber war schon ein bisschen strange, muss ich sagen. Naja, man trifft hier einfach auch auf komische Zeitgenossen. Ja, ich habe 2 kleine Wehwehchen heute Morgen. Muss ich... Oh, was ich schon wieder Spinnweben abräume hier. 2 kleine Wehwehchen, muss ich sagen. Zum einen das rechte Fußbett. Unten hat gestern ein bisschen wehgetan und tut heute Morgen auch ein bisschen weh. Jetzt hat sich da irgendwas entzündet. Ich habe Fuß gestern gewaschen und so auch noch, natürlich. Keine Ahnung, ob das irgendwie eine fette Blase werden sollte oder was. Keine Ahnung. Das ist zum ersten Mal, dass ich sowas habe. Vielleicht liegt es so an den Schuhen, dass die durchgelutscht sind. Und der mir sagt, ich bräuchte einfach mal neue Schuhe. Zweites Wehwehchen. Gestern hatte mich eine Blackfly gebissen. Und sieht man es ein bisschen, der Unterarm hier hat es mich gebissen. Unterarm, der als hätte mir jemand mit dem Hammer draufgehauen. So pocht das noch. Also es ist krass, wie das Gift sich auch nach 18 Stunden oder so immer noch auswirkt. Das ist richtig unangenehm. Diese scheiß Dinger, echt wahr. Also ich kann es echt nicht vergleichen mit unseren Bremsen zu Hause. Also die Viecher sind schon echt schlimmer als eine Biene. Schon fast, definitiv.
Und die kriegst du ja auch nicht kaputt. 2, 3 Mal draufkommen mit meinem Kopftuch. Da lebt die immer noch. Die musst du echt richtig oder einmal kurz dran geklopft am Körper, die fliegt weg. Die lacht dich aus. Die musst du richtig kaputt dreschen. Die Mistviecher. Naja. Heute wird es auch wieder nicht so warm. Ich glaube maximal 25 Grad. Das ist eigentlich auch wieder beste Hiker-Temperatur. Ja, heute vielleicht, je nachdem wie sich das mit dem Fuß so ein bisschen verhält, muss ich mal ein bisschen drauf achten. Ups. Gehen wir heute zu einem Shelter, der ist so 17 Meilen entfernt. Mein Tag ist halt auch schon angebrochen jetzt. Aber wenn wir gut vorankommen, sind wir da auch um 5 sowas da. Und das ist ein gutes Tagesziel, denke ich mal. Höhenmeter sind dieselben wie gestern. Nimmt sich nicht viel. Hier geht es jetzt gerade einfach mal ein bisschen geradeaus. Also eben lang. Alles sehr geil. Ja. Okay. Dann werden wir mal reinlaufen in den Tag. Vielleicht treffen wir ja unseren komischen Kauz wieder. Aber da ich hier alle Spinnweben abräume, gehe ich davon aus, dass der in die andere Richtung gelaufen ist. Sonst hätte er das für mich erledigt. Naja. Gut, Freunde, alles klar. Dann sehen wir uns späterchen. Bis dann. So, ihr Lieben. Nach 16 Kilometern, also 10 Meilen in etwa, haben wir den Shelter hier erreicht und ich habe gerade Mittag gemacht. Der Trail ist sehr monoton heute, also es geht einfach nur durch die Wälder durch, also großartig was zu sehen gibt es nicht, außer Steine, Matsch und Bäume. Und die wisst ihr ja mittlerweile schon, wie sie aussehen, so wie die nämlich hinter mir. So sehen die anderen auch aus, die ich passiere. Ja, habe mich jetzt hier gestärkt. Und jetzt ist es kurz nach 12:30. Ich werde auf jeden Fall jetzt nochmal zum nächsten Shelter gehen. Mit dem rechten Fuß geht irgendwie einigermaßen, aber ich merke das schon, dass das irgendwie Matsche ist da unten und am Fußbett. Und wenn ich den anderen Shelter erreicht habe, dann überlege ich mir, je nachdem wie ich in Verfassung bin, ob ich nochmal einen weitermache. Das wären dann heute 18 Meilen. Und ansonsten ist es halt eher ein kürzerer Tag mit... Was war das? Mit, keine Ahnung, 13, 14 Meilen dann heute. Den Rest muss ich halt am Morgen schrubben. Ja, der Fuß ist es gar nicht mal so, der hier heute wehtut. Was heute mich richtig nervt, ist immer noch der Biss von dieser Blackfly. Also ich weiß es nicht, ob man das irgendwie erkennen kann. Ich probiere das mal. Ich klemmer die Kamera zwischen die Beine. Also das ist normal. Hier. Das ist mit Biss. Also das ist hier auch, wenn ich hier anfasse, brutalst geschwollen. Habe jetzt auch schon eine Antiseptikum-Tablette mir einverleibt und hoffe, dass das weggeht, weil das ist ja wirklich für den Arsch. Vor allem, wenn du halt mit den Steckern arbeiten musst, ne? Hier ist so. Alter. Das pocht. Das pocht richtig, ey. Ich hoffe echt, dass die Schwellung bald weggeht, weil das ist schon ein bisschen kacke. Zum Arbeiten oder zum Laufen, ey. Das ist richtig dick. Hätte sonst nichts zu jammern, oder? Also, ich brauche irgendwas zum Jammern. Ja, wie gesagt, das machen wir jetzt. Also, wir gehen jetzt zu dem Shelter. Das sind jetzt noch 4,5 Meilen. 300 Höhenmeter. Und dann werde ich mal in mich gehen und entweder ich schon dann heute mal ein bisschen meinen Fuß und den Rest und gucke, dass ich morgen wieder fit bin und dann den Rest morgen wegschrubben. Oder ich gehe noch ein bisschen weiter. Das sehe ich, wenn es soweit ist. Genau, ansonsten Temperatur ist tipptopp, es ist ein herrliches Wetter, es ist eigentlich viel zu schade, nicht zu laufen. Ja, wie gesagt, 25 Grad, bisschen bewölkt, Sonnenschein, herrlich. Gut, dann würde ich sagen, geht der kleine Bub noch mal kurz in die Büsche, einen Brunzerer machen und dann packen wir es wieder. So, ihr Lieben. Ich habe mich hier in einem Hang niedergelassen. Da unten ist ein kleiner Shelter. Wie heißt der? Gordon, noch irgendwas Shelter. Es ist 3 Uhr. Wir haben heute 13,5 Meilen gemacht. Nicht so viel wie gestern, aber wie gesagt, also ich habe es auch mal ein paar anderen Leuten gezeigt.
Die haben auch gesagt, alter Lachs, ist echt ganz schön geschwollen, hast du schon Antiseptika genommen? Da habe ich gesagt, habe ich. Aber ist doch richtig heiß. Wenn ich hier dran fasse, ist richtig warm, richtig heiß und bummert, bum bum. Also dieses Mistvieh, ne? Schlimmer als jede Hornisse und keine Ahnung was. Ich hoffe einfach, dass das morgen weg ist und ich wieder Gas geben kann. Ja, oh ja, mein Gott, ey. Die Schuhe brauchen heute mal Pause auf jeden Fall. Ich muss aber jetzt noch einmal in die Bottiche hier reinschlüpfen. Ich brauche neue Schuhe. Weil ich noch Wasser holen muss. Wie immer. Und mit den Schlappen hier ist das ein bisschen lebensgefährlich. Ach ja, hier ist es ein bisschen. Ja. Wäre schon mal geil, mal wieder einfach nur 5 Meilen zu haben, wo man laufen kann. Also ganz normal zu laufen. Man läuft ja wie ein Bekloppter, wie so ein Pinguin über rohe Eier. So läufst du hier. Nonstop, das ist schon anstrengend. Aber so ist es halt. Ach so, bevor ich die Schuhe anziehe. Guck mal her hier. Komm mal ran da noch mehr. Der Jacke, dass er nicht glaubt, ich jetzt vielleicht irgendeinen Bockmist oder was, weißt du? Ja, der jammert die ganze Zeit mit seinem Fuß und da hat er gar nichts, der Spasti. So, hier. Das ist Dreck. Aber hier so in dem Bereich, seht ihr? Da ist ein bisschen gay hier. Das war gestern ein bisschen mehr, schon ein bisschen zurückgegangen. Die Fußfetis jetzt unter euch, ne? Die würden bestimmt gerne mal reinbeißen hier. Ach, Geruchsvideo, wenn es schon geben würde, ne? Ja, beim anderen Fuß ist es nicht ganz so schlimm. Es ist nicht ganz so schlimm, aber eben auch schon im Anmarsch. Deswegen werde ich mal ein Handtuch mit runternehmen und dann ein Stellchen frei ist. Halt mal die Bottiche, die Füße nochmal ins Wasser und danach desinfizieren und ja, dann heute eben ein halber Tag. Ist echt nicht viel gegangen heute. Wir sind aber jetzt spät los, so kurz nach 8. Aber trotzdem zufrieden. Wenn wir heute gut regenerieren, dann können wir morgen noch wieder 20 machen und können durchscheppern nach Manchester. Ich werde aber jetzt einen Teufel tun und voreilig jetzt irgendwas buchen und so, weil wer weiß, was morgen passiert. Nachher ist es schlimmer noch oder was und muss ich auch nicht haben dann. Deswegen, okay, so. Nur mal kurz zur Einordnung, wo wir hier sind. Da sind wir hier heute. Da steht der Zelt, alles voll mit Laub. Es soll nicht regnen, deswegen habe ich das Cape wieder abgelassen. Es soll eine sternklare Nacht geben heute. Die habe ich natürlich nicht, weil ich alles voll habe mit Baumkronen. Bestimmt auch ein richtig schönes Zecken-Paradise hier. So, der Akku ist auch bald schon wieder leer. Einen habe ich noch für morgen. Dann ist gut. Na, alles klar. Dann gehe ich mal Wasser holen, Freunde, und dann lasse ich den Tag mal vor sich hin baumeln noch. Ich werde zeitig schlafen gehen, denke ich, und morgen auch relativ früh los. Also nicht erst wieder um 8, sondern vielleicht um 5 vielleicht losmachen oder was. Dann geht auch was am Tage. Gell? Alles klar, nicht immer so spät loskommen. Aber ich wollte einfach mal ausschlafen, war auch dringend notwendig. Und heute früh ins Bett. Dann habe ich morgen auch ausgeschlafen. Und dann greif mal wieder an. So, alles klar, Freunde. In dem Sinne seid ihr Stand der Dinge, seid ihr aktualisiert hier. Und ich hole Wasser und genau, dann sehen wir uns morgen in alter Frische. Macht's gut. Tschüss, bis dahin. Einen wunderschönen guten Morgen an einem sehr geilen Übersee heute. Ja, Freunde, es ist mittlerweile 7:45. Ich bin seit 6 Uhr auf der Spur. Nacht war angenehm, war ruhig. Und bin jetzt die ersten 4 Meilen gelaufen. Vorne ist der nächste Shelter, wo ich mich mit Wasser eindecken werde. Ich habe jetzt hier gerade ein kleines Päuschen gemacht, gesnackt und ein bisschen auf den See geschaut. Wirklich mega geil. Leider lässt sich nichts blicken, irgendwie bibermäßig oder so. Schlafen noch. Ja, also nochmal kurz zu meinen Wehwehchen. Also die Hand ist immer noch ein bisschen geschwollen, aber es ist besser auf jeden Fall als gestern. Es pocht nicht mehr so. Fuß, ja, ich merke es schon. Also auch der linke fängt jetzt an, unten irgendwie ein bisschen aufzuweichen oder keine Ahnung. Ja, Fußbett macht ein bisschen Probleme. Ja, ich brauche neue Schuhe, definitiv. Ich brauche neue Schuhe, ich brauche neue Socken, ich brauche neue Down Tough.
Ja, und deswegen einmal zusehen, dass wir Manchester erreichen. Ich habe kein Netz, ich kann nicht schauen, irgendwie buchen oder irgendwas. Das ist halt ein bisschen ein Problem gerade. Muss ich halt pokern. Mal sehen, wie lange wir brauchen und ja, wie sich die Gegebenheiten so auswirken auf die Zeit, also der Weg. Weil es kommst halt nicht voran. Wie immer. So, we are back from Manchester. Ist das ein bisschen laut gerade hier an dem Bächlein? Da gehe ich mal ein bisschen weiter weg. Ah, ist schön hier, guck mal. Ist das nicht herrlich? Ja, Freunde, wir waren jetzt in Manchester einen halben Tag und einen ganzen. Ich habe einen Zero gemacht, einen Tag Auszeit. Habe ich auch nicht groß gefilmt, war faulenzen. Weil ich ein bisschen auf meine Füße achten wollte, weil die immer noch so ein bisschen wund sind. Und ja, in Manchester haben wir soweit alles bekommen. Also Schuhe, Paar Nummer 4, allerdings keine Ultras diesmal, sondern ich habe die Marke schon wieder vergessen, keine Ahnung, aber haben ganz gute Reviews bekommen. Die haben eine breite Zehenbox, das war mir sehr wichtig. Und der einzige Nachteil ist, dass sie eine kleine Sprengung haben, die ich normalerweise meide. Mal sehen, ich laufe jetzt seit seit 1,5 Meilen mit den Schuhen und mal gucken, wie ich die vertrage. So, keine Ahnung. Das ist halt wieder Reifen beim Auto, so ein Schuh, wenn du halt Langläufer bist oder Langstreckenläufer. Das ist halt so. Dann müssen die Schuhe schon passen. Da werde ich mal sehen, neue Socken gekauft, Futter gekauft für... Kommt schon wieder ein Fluhiker. Mein Gott, ey. Reißt da nicht ab hier. Was wollte ich jetzt? Ja, Schuhe gekauft, Essen gekauft. Für 2,5 Tage geht es dann, also in 2,5 Tagen sind wir dann in Rutland oder in Rutland oder wie auch immer. Und es ist noch 100 Meilen bis nach Hannover. Und ja, werde ich mal sehen. Wir gehen heute einfach mal wieder drauf los. Ich möchte da mal vorbei hier. Hey, how's it going? Pretty good, have a good one. Ich habe kein großes Ziel, also heute, wie gesagt, ein bisschen langsamer machen mit den neuen Schuhen. Es ist jetzt mittlerweile leider schon wieder 8:30, also ich bin um 8 los, habe mir ausgeschlafen, gefrühstückt halt im Hotel noch und so weiter, mich frisch gemacht und jetzt geht's rund, jetzt geht's wieder weiter. So. Die ersten Höhenmeter haben die neuen Schuhe eigentlich ganz gut mitgemacht. Ich fühle auch jetzt irgendwie kein Drücken. Also mit der Sprengung ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig wieder. Aber vielleicht unterstützt ja gerade die Wundstellen an meinen Füßen. Ja, keine Ahnung. So, nach dem ersten Aufstieg, wo man auch die erste Belohnung, auch wenn die wahrscheinlich nicht so mega pralle ist hier. Naja, doch. Doch, oder? Ja. Ist schon nett hier. Hier könnte man sich mal kurz ein Riegelchen gönnen und was trinken. Wahnsinn, da hinten ist auch noch, ne? Siehst du hier die Wolke? Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht. Hier Wolke, Wolkenband und da drüber siehst du immer noch die Appalachen. Da war ich auch schon drauf. Ach du Heiland, ey. Und da bin ich ja gekommen. Ne? Da ist Manchester, da war die Hauptstraße und dann hier den Berg jetzt hoch. Ja. So ist es. Nice. Der Körper ist in Wallung. Man sieht, ich tropfe ein bisschen. Luftfeuchtigkeit ist nach dem Wetter gestern. Also es hat geregnet, viel geregnet. Und es war warm. Es ist natürlich dementsprechend humid. Feucht und ja, stickig nicht, aber schwül einfach. So, jetzt setzen wir uns hier erstmal hin. 5 Minuten. Probieren wir mal das liebe Schwesterlein zu erreichen. Die habe ich auch schon lange nicht mehr kontaktiert. Nicht, dass es sich Sorgen macht. Grüße gehen raus, liebe Schwesterlein. Bis gleich vielleicht.
sind knapp 14 Meilen gelaufen mittlerweile und haben hier einen Shelter erreicht. Der befindet sich direkt vor meiner Nase. Hier ist er. Kriege ich nicht ganz drauf. Da fließen Bach. Was geht, Junge? Hier. Komm her. Komm her, zack. Amerikanische Hunde hören nicht auf mich. Ja, auf jeden Fall mache ich jetzt hier Mittag. Was gibt's? Na, das gibt's. Guten Instant-Nudeln, dieses Mal eine andere Marke. Mal gucken, ob die mehr kann. Bist du Depp, bist du? Ein Depperli. Blöder Hund. Ja, ich weiß nicht. Also zu meinen Schuhen muss ich sagen, die Begeisterung hält sich noch sehr an Grenzen. Ja. Entweder müssen sie sich echt noch ein bisschen dran gewöhnen oder was, aber ich finde die nicht so geil. Ich finde die nicht so geil. Also ich habe die vorher auch nochmal neu gebunden, noch ein bisschen fester gebunden und so. Und ja, wenn du normal läufst, ist überhaupt kein Problem. Bergauf ist auch gut, aber bergab, das... Ja, keine Ahnung. Naja. Wir haben sie erstmal so ein bisschen eingelaufen. Ich kann, glaube ich, ein Resümee raushauen, wenn ich mal einen kompletten Tag gelaufen bin, also morgen dann, dass wir auch dann bald Rutland, ich denke mal, das spricht mal Rutland aus, oder Rutland, denke ich. Und dann auch noch mal ein bisschen einkaufen und dann straight nach Hannover. Na? Ja, werde ich sehen. Also ich gucke mich jetzt hier ein bisschen um. Es sind ewig viele Mücken am Start, natürlich schon wieder. Also deswegen habe ich die Jacke angezogen, damit sie mich hier nicht so direkt gleich mal vernaschen können. Wo ist denn der jetzt hin, der dumme Hund? Der rennt immer vor und guckt und seine Härchen, seine zwei, die habe ich schon gesehen vorher, zwei Mädels, also zwei Damen, sag ich mal. Und ja, ich glaube, ich mache jetzt hier in Ruhe Mittag, dann gucke ich mich nach dem Zeltplatz um, hau den Zeltplatz dann, baue mein Zelt dann auf. Und dann gucken wir uns die Füße nochmal an, wie sie heute ausschauen. Ich lasse jetzt gerade so ein bisschen vor sich hin dünsten, ein bisschen ausdünsten. Vielleicht waren sie jetzt auch ein bisschen zu fest gebunden, aber ich brauche halt vernünftigen Halt in den Schuhen. Ja, ihr dürft euch ruhig hertrauen, ihr könnt ruhig hier lang gehen, nur weil ich filme, ist das hier nicht mein Weg. Oder was macht die? Ach, die sucht ihren Hund. Ja, never leave the dogs unleashed hier. Ja, das ist mal der Stand der Dinge jetzt hier. So. Die sehen schon wieder aus wie... Ja. Also die Umgebung ist halt auch wieder nur Schlammlöchern ausweichen, weil gestern ich habe das gerade mitbekommen, ich habe da gepennt. Also Mitternacht und so muss die ganze Nacht wohl hier ewig heftig gewittert und gestürmt und geregnet haben. Sieht man natürlich auch am Trail, komplett ausgewaschen zum Teil und Matsch. Du bist wieder nur am Steiner hüpfen. Da musst du dich nicht wundern, wenn dein Fußbett ein bisschen einen abkriegt. Also, weiß ich nicht. Aber ich kann aber nicht der Einzige sein. Ja, bisschen Schwund ist immer. So, ach, die sind jetzt echt um die Hütte rumgelaufen, damit sie mich nicht stören. Das ist aber lieb von euch. Ja, alles klar. Na gut, dann gucke ich mal, ob meine Instant-Nudeln schon essbar sind und ansonsten sehen wir uns, weiß ich nicht, vielleicht sehen wir uns später nochmal, vielleicht auch nicht. Aber ich denke, ich werde einfach mal ein Zelt aufbauen. Jetzt hauen sie ab hier. Der holt immer schön voraus. Ja, macht's gut. Die Brücke ist übrigens gesperrt. Drauf, ne? Bridge closed. Keiner gelesen. Wie wurscht. Also macht's gut, tschüss.